So, jetzt geht's weiter zum... Ja, es ist ein berühmter Wolfsburg Arch. Aber vielleicht die Katharina hat vielleicht andere Pläne, weiß ich nicht. Nee, ich habe jetzt keinen Bock weiter zu gehen. Jetzt soll ich irgendwie noch eine Stunde zu so einem Arch laufen. Ja, das ist eine tolle Rockformation, aber ja, mein Gott, also was, dann stehe ich unterm Arch, Glückwunsch. Dann muss ich wieder irgendein GoPro-Foto machen und das langweilt mich einfach. Meinst du auf diesem schönen Naturplateau? Mit Ja, der tollen aber Aussicht? Das nervt mich, da komme ich mir vor wie damals mit meinen Eltern. Heute ist Sonntag, da gehen wir spazieren. Da schlappe ich eine Stunde in eine Richtung und muss eine Stunde wieder zurückschlappen. Nee. Dann drehen wir wohl um jetzt, ne? Du willst es auch nur für einen scheiß Foto-Fame-Content machen. Wir sind nach Südafrika abgehauen. Und ja, jetzt hat es wieder geregnet. Ganz schön eigentlich. Langärmelige Sachen an, ich habe Socken an, geschlossene Schuhe. Die Luft ist so rein. Ja, jetzt hängen wir ein bisschen in Südafrika ab. Und haben den Boggy zurückgelassen. Dafür haben wir den hier. Echte deutsche Wertarbeit. Wir waren im Sudan 10 Tage ohne Alkohol. Was macht man da direkt, wenn man nach Südafrika kommt? Oh, das Wine-Tasting. 8 Stunden Wine-Tasting machen wir heute. Gute Nacht, Frau Meier, ey. Guck mal, Bibi. Ey. Ist ein Kopfweh. Bauchweh habe ich. 4 Weinfarmen, fast nichts gegessen und dann ganz viel gegessen. Und heute? Mal wieder Bewegung. Was machen wir? Bin ich eigentlich gelaufen? Es sind 2 Möglichkeiten, die wir gehen können. Ne? Wir können einmal den Recommended Weg gehen oder den mit dem Warning drauf. Jetzt bin ich gespannt, was nehmen wir denn, Katharina? Welchen Weg? Ich habe ja keine Wahl. Ich muss ja den schwierigen Weg gehen. Und freust du dich? Nee. Aussicht. Wenn ich die Katharina noch finde. Ja, stimmt. This is not an easy way down. That's one way to put it. Deswegen sind wir dann auch hochgelaufen, würde ich sagen. Also es spricht auf jeden Fall dafür, dass es vielleicht so bis hierhin geht der Weg und dann wird der Hölle. Das heißt, wir haben die Hölle jetzt hinter uns. Aua! Tafelberg, da sind wir oben. Alle haben es überlebt.
What doesn't kill us makes us stronger. So gerade in der Airbnb-Bude angekommen, Mossel Bay. Und da draußen, man sieht es natürlich nicht, spielen 2 Wälchen im Sonnenuntergang. Sonnenuntergang, Wale, Frau mit Kamera. Wie war das nicht sein eigentlich, ne? Plant-based Sausages. Ja, es ist Zeit. Wir machen ein kleines, wie der Südafrikaner sagt, Braai. Und die Katharina macht dazu einen Kartoffel. Braai. Oh, gibt es jetzt einen kleinen Wiener für die Frau. Uiuiui. Und der Herr im Haus, der gönnt sich natürlich. Wir sind irgendwo in der Nähe von Neisner, glaube ich, und haben uns entschieden, heute mal ein bisschen was für die Oberarme zu tun, in der Brustmuskulatur. Kleine Kajaktour. Oberarm oder was? Oh. Kannst du lospaddeln, ich bin bereit. So, wir sind seit einer Woche in Südafrika. Man könnte sich jetzt denken, cool, hier ist Sonne, hier ist Sommer. Man kann sich draußen aufhalten. Zu Hause sieht es gerade ganz anders aus. Wir sind aus dem Gröbsten noch nicht raus. Einschränkungen wird es noch mindestens 4 bis 5 Monate lang geben. Die Infektionszahlen sind immer noch hoch, zu hoch für Lockerungen. Eine Aufweichung der Maßnahmen scheint ausgeschlossen. Zur Debatte stehen eher Verschärfungen wie Ausgangssperren und Geschäftsschließungen. Über Lockerungen brauchen wir nicht zu sprechen. Eventuell müssen wir sogar nachlegen. Ja, hier schon wieder. Trotzdem schwingt natürlich hier so ein kleiner Gedanke immer mit, weil wir wollten anders reisen. Ne? Der Boggy ist noch im Sudan. Harte Entscheidung steht vor uns. Wir haben eigentlich 2 Optionen. Option A ist, wir verschiffen den Boggy von Port Sudan nach Mombasa. Problem ist, das ist sehr teuer. Richtig teuer. Ja, und es dauert um die 25 Tage, die Verschiffung. Dauert ewig und er wird im Container verschifft. Option 2 ist, wir gambeln darauf, dass die äthiopische Grenze bald wieder aufgeht und halten uns so lange einfach im Ausland auf. Problem? Wenn man Äthiopien und News googelt, dann
Fighting in northern Ethiopia threatens to tip that country into civil war. Prime Minister Abiy Ahmed has announced a, quote, final military operation in coming days. Tens of thousands of civilians have fled the fighting across a border river into Sudan. Pictures claim to show its forces liberating towns, but hundreds are reported to have been killed. So it's a disaster, and it's not just within Ethiopia, the conflict, it's not just going to Eritrea, but it will soon come to the European nations, very soon. Ja, das sieht nicht so gut aus. Man weiß es zwar nie, kann auch direkt morgen wieder aufgehen alles, aber man weiß es einfach nicht. Anyways, ob wir gamblen oder nicht, oder ob wir ihn verschiffen, wir werden sehr wahrscheinlich 4 Wochen noch ohne einen Boggy verbringen. Hey, wir könnten mal ein smartes Ziel festlegen. Naja, wir haben ja schon mal Ziele für die Reise festgelegt, ne? Ob die smart waren, glaube ich nicht, aber... Ja, smart ist auch einfach nichts für uns. Die Schwierigkeit bei dieser Entscheidung ist einfach, man kann so wenig abwägen, weil man mit ganz vielen Unbekannten eine Entscheidung treffen muss und das ist unbefriedigend. Macht die Grenze auf oder nicht, einfach absolut nicht einzuschätzen. Dann macht sie auf, aber auch das, vielleicht macht sie dann nicht auf, vielleicht gibt es einen riesen Bürgerkrieg. Es kann also passieren, dass wir warten, dass die Grenze aufmacht. Die macht aber nie auf. Es kann auch sein, dass wir uns entscheiden, wir verschiffen Boggy für einen Arsch voll Geld und 3 Tage später macht Grenze auf. Für mich ist überhaupt, also du hast dann im Nachhinein, nervt es dich, ich denke mir, okay, ich treffe einmal eine Entscheidung, dann ist es so. Aber überhaupt diese Entscheidung zu treffen auf der Grundlage, das finde ich nervig. Naja, mal schauen, was wir daraus machen. Anscheinend. Ist das ein Wirt, oder was? Ich glaube schon. Guck mal, da ist eine Badewanne für dich. Kannst ein kleines Bädchen nehmen. Obwohl. Yes. Aussicht? Süß. Hallo. Wie süß kann man denn sein als Cottage? Hey, mach mal den Radler auf, komm. Hier läuft übrigens alles mit Solarstrom. Das ist unsere einzige Steckdose, die wir haben. Das ist weniger als im Boggy eigentlich. Und der Kühlschrank, der hat auch mal bessere Tage. Und hier unten sind 2 Autobatterien. Aber es gibt trotzdem kühles Radler. Das zischt. Gut. Dann macht die Mutti jetzt mal die Küche warm. Oh, was gibt's denn eigentlich hier? Südafrika. Echten schwäbische Kartoffelsalat. Hoppla. Schöne vegane Wurst wieder. Katharina? Mhm. Lecker. Mhm. Fast abgebrochen.
Ja, toll, dass Leute das ändern, ne? Ist ja richtig safe. Wir sind jetzt 2 Stunden zu den Wolfsburg Cracks gefahren, haben an irgendeinem Shop uns den Code geholt. Bis los. Päuschen. So, jetzt geht's weiter zum. Ja, es ist ein berühmter Wolfsburg Arch. Aber vielleicht die Katharina hat vielleicht andere Pläne, weiß ich nicht. Nee, ich habe jetzt keinen Bock weiterzugehen. Es ist einfach so. Wir haben eine geile Wanderung hier hochgemacht. Wir sind durch die Crack gelaufen. Anfangs war ein schönes Workout, dann war es Abenteuer. Gut. Jetzt soll ich irgendwie noch eine Stunde zu so einem Arch laufen. Ja, das ist eine tolle Rockformation, aber ja, mein Gott, also dann stehe ich unterm Arch. Glückwunsch. Dann muss ich wieder irgendein GoPro-Foto machen. Und dann muss ich, und das ist jetzt der Punkt, komplett alles, das ist kein Circular Round. Ich muss alles wieder zurücklaufen. Also 2 Stunden auf diesem Plateau rumdappen. Und das langweilt mich einfach. Meinst du auf diesem schönen Naturplateau? Mit der tollen Aussicht? Das war jetzt schön und jetzt ist gut. Ich will jetzt, das nervt mich, da komme ich mir vor wie damals mit meinen Eltern. Heute ist Sonntag, da gehen wir spazieren. Da schlappe ich eine Stunde in eine Richtung und muss eine Stunde wieder zurückschlappen. Nee. Dann drehen wir wohl um jetzt, ne? Du willst es auch nur für einen scheiß Foto-Fame-Content machen. Also wir laufen auf jeden Fall noch bis nach da vorne, damit wir einmal den scheiß Arch sehen. Und dann drehen wir um. Dir. So, dann da hinten ist der Arch. Es ist ein Naturwunder. Wunder, also ein Wunder ist für mich was ganz anderes. Ein bisschen, weiß ich nicht, was ist jetzt daran ein Wunder? Ein Wunder ist für mich, wenn ich einen Wal sehe. Ein Wal ist ein Wunder der Natur. Das ist ein Tier, das ist 33 Meter lang, das bevölkert die Erde seit Jahren, Millionen von Jahren. Das ist unökonomisch, muss den ganzen Tag fressen. Wenn du da vorne hinstehst, dann kannst du unten im Meer einen Wal sehen. Dann würde ich auch hinlaufen. Oder ein Hundebaby streicheln, würde ich auch hinlaufen. Gut. Geht's wieder zurück jetzt. Ab nach Kapstadt, weil es stehen wichtige Entscheidungen an. Wir haben lange rausgezögert, aber jetzt ist es soweit. Jetzt ist D-Day angesagt. Ja, wir hatten viele schlaflose Nächte. Viel Rumgesuche, viel in Kontakt gewesen mit unseren Leuten in Khartoum. Wir haben uns noch mal erinnert dann, was war das Ziel unserer Reise eigentlich? Wir hatten 2 Ziele. So viel Kleidung wie möglich. Das leben wir ganz gut. Aber das große Problem ist, wie man ja hier an dieser Szenerie erkennt, Abenteuer, Fehlanzeige. Deswegen haben wir uns gedacht, zum einen die Verschiffung von Boggy kostet einen Arsch voll Geld, 3.000 bis 4.000 US-Dollar. Haben uns gedacht, das Geld investieren wir lieber. Wir lassen Boggy stehen, hoffen, dass irgendwann die Grenze aufgeht und investieren das Geld lieber in weitere Abenteuer. Let's do it.